zusammen, schön, dass ihr wieder bei Ride On with Friends eingeschaltet habt. Im letzten Teil meines Motorradabenteuers Gardasee mit meiner 30 PS Rallye habe ich euch unter anderem die wunderschöne Stadt Lazise am Gardasee vorgestellt. Mit dem Motorrad sind wir dann westlich des Gardasees vorbei am Idrosee auf der Panoramastraße bis zum 1600 Meter hohen Maniva-Pass gefahren. Über die Traumstraßen SP 345 und SP 50 ging es dann kurvenreich wieder zurück in Richtung Gardasee. Den Link zur letzten Episode findet ihr rechts oben. Heute fahren wir zunächst östlich des Gardasees in Richtung Novezza am Fuße des Monte Baldo, einem etwa 30 Kilometer langen Bergrücken, der mit über 2000 Meter Höhe das höchste Bergmassiv des Gardasees ist. Durch das Etschtal fahren wir nach Arvio, wo es dann hoch hinaus auf einer Traumstraße bis zum Lago di Pradastua geht. Über den Bergrücken geht es ins Tal der Camaras vorbei am Lago di Lobbio ans Nordufer des Gardasees. Von Riva del Garda führt uns die westliche Panoramastraße durch zahlreiche Galerien bis zu den spektakulärsten Aussichtspunkten in Tremosine. Wie schon am gestrigen Tag nutzten wir nach ca. 200 Fahrkilometer die Fähre zurück nach Torre del Benaco und fahren dann entlang des östlichen Seeufers zurück nach Lazise. Viel Spaß dabei! Jetzt geht es los bis zum südlichsten Pass der Monte Baldo Höhenstraße nach Novezza auf über 1550 Höhenmeter. Guten Morgen zusammen. Heute möchte ich mal hoch Richtung Monte Baldo und dann weiter Richtung Tremosine. Das Wetter hat sich etwas verschlechtert, also es sind einige Wolken eingezogen, aber es soll heute den ganzen Tag nicht regnen und das ist die Hauptsache. Aktuell haben wir so gegen 9 Uhr etwa 9 Grad gehabt, das soll aber heute im Laufe des Tages bis auf 18 Grad hochgehen. Jetzt muss ich erstmal tanken und dann hören wir uns und sehen uns wieder. Bis gleich. Und da bin ich mal gespannt. 1 Liter kostet hier 1,88,9. Ich fahre übrigens das Motorrad mit zwischen 3 und 3,2 Liter hier in den Bergen, was außerordentlich gut ist. Ich bin ganz zuversichtlich, dass der Wetterbericht heute passt und dass ich vom Regen verschont bleibe. Die Altstadt ist einfach wunderschön mit den vielen
farbigen, bunten Häusern. Bei Pazzo fahre ich in die tolle Bergstraße Via Enzo Ferrari hoch nach Ferrara di Monte Baldo. Weiter geht es über den Passo del Casello auf über 1000 Meter hoch zum Pass Cavallo di Novezza, der bereits auf 1433 Meter Höhe liegt. Hinter Ferrari di Monte Baldo lichtet sich langsam der noch herbstlich wirkende Wald und in Novezina erreiche ich dann endlich die Baumgrenze mit einem tollen Blick in das Tal. Monte Baldo ist ein zwischen Gardasee und Etsch gelegener, etwa 30 Kilometer langer Bergrücken, der zum Gebirgszug der Gardaseeberge zählt. Er trennt das Ostufer vom Etschtal. An seinen Hängen wachsen zwar über 600 verschiedene Pflanzenarten, aber als Motorradfahrer interessieren eher die krasse kurvenreiche Streckenführung, das Panorama und der italienische Flair in den zahlreichen Cafés. 1235 Meter Höhe haben wir erreicht. Wir fahren jetzt genau auf der westlichen Seite der höchsten Bergspitzen des Monte Baldo Bergrückens, wobei man sie heute leider nicht bewundern kann. Der Punta Telegrafo ist aktuell mit vielen Wolken verhüllt. Anfang April liegt hier auch noch mächtig Schnee und das ist auch der Grund, dass ich nur bis zum Chalet Novezza am Ende der Straße SP8 fahren kann. Die Weiterfahrt auf der SP3 ist von hier aus leider heute nicht möglich. Schade. Umdrehen und weiter geht's. Bevor ich wieder runter ins Tal fahre, genieße ich bei einer kleinen Rast vor dem Bergmassiv die schöne Aussicht. Da drüben sieht man den Gardasee. Ich hoffe, dass man das mit der GoPro erkennen kann. Ich bin hier jetzt in Spiazzi. Hier hat man einen wunderbaren Ausblick auf den Gardasee. Auf der rechten Seite sieht man den Rocca, das ist bei Garda. Dann links davon Bardolino. Und Lazise liegt hinter dem kleinen Berg. Mit einem Weitblick auf die Landzunge Sirmione fahre ich nun runter in das Etschtal auf der SP11 parallel zur Autobahn bis nach Avio. Ein weiteres Highlight für jeden Motorradfahrer ist die Straße von Avio zum Lago di Bradastua, einer der schönsten und unbekanntesten Straßen in der Gardasee-Region. Doch zunächst führt uns die Route auf der verkehrsreichen Bundesstraße SS12 von Affi ins Etschtal parallel zur Autobahn A22 in Richtung Norden bis nach Avio.
Das ist die Edge. Ich fahre mittlerweile auf der SP90 vorbei an zahlreichen Weinreben und Obstplantagen. In Avio geht es dann links ab auf die SP208, die uns über enge Serpentinen bis zum Stausee Lago di Pradastua hochführt, einem der größten stehenden Gewässer des Baldo-Massivs. Vielleicht liegt es an der engen Gebirgsstraße, dass sich hier kaum Touristen verirren. Umso besser für Motorradfahrer, besonders jetzt Anfang April. SP208, eine Wahnsinnsstraße. Ich hoffe, dass die da ganz oben nicht gesperrt ist, weil sie noch teeren. Schaut euch mal diese Berge an. Nach einer kurzen Rast geht es weiter hoch zum Stausee und auf der SP3 durch den Nationalpark Monte Baldo nach Norden in Richtung Mori. Begleitet mich nun vom Monte Baldo Nationalpark über Riva del Garda weiter zu den schönsten Panorama-Aussichtspunkten am Gardasee. Ich befinde mich noch hier auf der SP3 im Monte Baldo Nationalpark mit Blick auf Mori, genauer gesagt auf einer Hochebene von Brentonico, wo sich auch das Skigebiet San Valentino mit 24 Kilometer Pisten erstreckt. Über Brentonico geht es sehr kurvenreich runter ins Tal bis nach Mori, einer Kleinstadt aus dem Jahre 845, die zwischen Rovereto und Riva liegt. Um diese Jahreszeit, Anfang April, begegnen mir nur sehr wenige Motorradfahrer. Ich genieße es deswegen sehr, bei frühlingshaften Temperaturen zwischen 12 und 18 Grad auf über 1000 Meter Höhe ganz entspannt mit dem Motorrad zu cruisen, wären da nicht ab und zu auf den Hauptstraßen die vielen Autos. Deswegen sollte man rund um den Gardasee die Hauptverbindungsstrecken meiden, aber manchmal geht es leider nicht anders. Ich bin jetzt in Mori, nicht Rovereto, und fahre Richtung Riva del Garda weiter. Zum Gardasee. Die Straße von Rovereto nach Torbole ist die meistbefahrenste Straße an den Gardasee. Ich wollte es eigentlich vermeiden, aber das ist die kürzeste Verbindung.
zu Riva del Garda und dann weiter nach Tremosine. Und ja, ich habe mit so viel Verkehr heute nicht gerechnet, aber ich wusste es irgendwie. Da müssen wir jetzt durch. Jetzt kommen wir zu dem berühmten Fotostop zum Gardasee runter, wo alle halten und ein Foto machen. Ich werde auch halten. Oder doch nicht. Es war einfach zu viel los. Schon schön der Gardasee, oder? Und in Torbole oder Riva del Garda ist immer ein kräftiger Wind und deswegen findet man hier die Surfer, die Segler. Und ich finde von der Landschaft spektakulärer wie im Süden. Aber im Süden hat man die Sonne und das schöne Wetter. Man kann nicht alles haben. Torbole. Da war hier in Torbole hat auch mal Goethe übernachtet, oder was, Schiller? Von Torbole geht es dann am Gardaseeufer entlang Richtung Riva del Garda und weiter nach Tremosine und dann in die berühmte Schlucht. Riva del Garda, der Hotspot am Gardasee. Surfer, Mountainbiker, Motorradfahrer, Kletterer, Wanderer. Alles da, was das Herz begehrt. Und demzufolge ist der Ort auch ganz schön überlaufen. Zu jeder Jahreszeit, außer im Winter. Aufgrund der Sportarten, die man hier machen kann, sind natürlich die Jüngeren eher vertreten als die ganz alten Touristen. Aber es ist trotzdem eine ganz gute Mischung. Ich fahre lieber in den Süden am Gardasee zwischen Garda, Badolino bis nach Lazise, weil ich nicht den Wind so mag und weil einfach der Sonnenuntergang dort spektakulär ist. Aber zum Motorradfahren bietet sich hier der Nordwesten an. Und um die Wegstrecke zu verkürzen, kann man halt auch die Fähre nehmen, um nicht hier an der Uferstraße, wo alle fahren, entlang fahren zu müssen. Jeder wie er es mag. Die Gallerias hier am Gardasee bieten immer wieder spektakuläre Aussichten. Ich mag es hier zu fahren, obwohl natürlich hier immer viele Touristen unterwegs sind. Aber heute hält sich der Verkehr in Grenzen. Ich habe es schon als Stop-and-Go-Verkehr erlebt. Limone, ein wunderschöner Ort.
Kurz nach Limone verlasse ich die SS 45 und biege auf die SP 115 ab und weiter auf die SP 38. Die berühmte Braser Schlucht ist leider heute für den kompletten Verkehr gesperrt, aber ich wollte ja sowieso hoch zum Hotel Paradiso in Tremosine mit der berühmten Schauderterrasse, einem tollen Ausblick auf den Gardasee. Einen besonderen Ausblick hat man zum Beispiel von der Schauderterrasse des Hotels Paradiso. Ein Kragarm, also eine frei über dem Abgrund befindliche Betonplattform, gewährt für Hotelgäste einen schönen Blick auf den Gardasee aus über 500 Meter Höhe. Woher der Name kommt, kann man sich gleich selbst erklären, denn jeder, der sich dem Geländer vorsichtig nähert und nach unten schaut, der wird den Schauder erleben. Ich kenne jedoch noch einen besseren Platz, um in Ruhe die Aussicht bei einem Espresso zu genießen. Und genau da fahren wir jetzt hin, zum Café Panoramica. Es ist einfach wunderschön hier im Café Panorama Alfil in der Nähe von Tignale an der SP 38 hat man in der Spitzkehre nach Oldesio einen meiner Meinung nach noch besseren Ausblick und viel weniger Touristen. Ich genieße die Nachmittagssonne mit Blick auf das Monte Baldo Gebiet. Das Café lädt zu einer kleinen Rast ein, bevor ich mich wieder auf den Weg zur Fähre nach Toscolano Maderno aufmache. Über dem Gardasee auf der Panoramica sul Garda geht es nun kurvenreich bis nach Oldesio und weiter auf der Uferstraße bis zur Fähre, die mich wieder nach Torri del Benaco bringt. Minuten muss ich auf die Fähre diesmal warten. Ich gehe gedanklich das Erlebte durch und denke mir, schade, dass meine Frau nicht dabei sein konnte.
Das war nun der 4. Teil meiner Reise rund um den Gardasee. Im letzten Teil erlebe ich Back to the Future. Aus dem Frühling am Gardasee zurück in den Winter nach Südtirol. Ich darf als erster mit der Wutsche über den Pass, da die Wintersperre in Südtirol 10 Minuten vorher aufgehoben wurde. Und was ich da erlebt habe, seht ihr im 5. und letzten Teil meines Motorradabenteuers Gardasee. Bis dahin alles Gute, euer Jürgen. Ciao.